This is my son. He was 23. He just finished his master's degree and was going to do his PhD. And he went out and came back and said, oh yes, and said, Mum, they've given me something bad. I don't know who it was, because by the time we started to ask questions, he was dead. 23 Jahre alt, er hat gerade sein Masterstudium abgeschlossen und wollte sein PhD, sein Doktorstudium anfangen, kam nach Hause und sagte zu ihr, wir haben mir irgendetwas Schlechtes gegeben, ich konnte aber gar nicht mehr rausfinden, He went as a voluntary patient into a hospital. And we left him where we thought he would get care and protection, but they killed him. Within half an hour or an hour of leaving him, it was about 8:30 at night, I had felt very uneasy. As a mum, you get these feelings. I'd felt very uneasy. And I wanted to sleep in the car, in my car, in the car park. But my elder, sorry. Ungefähr eine halbe Stunde nachdem wir Olaseni dort gelassen hatten, begann ich mich als Mutter sehr unwohl zu fühlen und ich wollte im Auto schlafen. My eldest daughter said I should come home, I was tired, that they had all my numbers and they would call me. Meine älteste Tochter sagt, ich solle nach Hause kommen, sie hätten doch dort im Krankenhaus alle unsere Telefonnummern und wenn irgendwas wäre, würden sie schon anrufen. So within about an hour of me leaving, he'd wanted to leave, he knew he was a voluntary patient. Ungefähr innerhalb einer Stunde, nachdem ich dort weggehen wollte, auch Olesani das Krankenhaus wieder verlassen. The hospital staff, instead of calling me, Anstatt mich anzurufen, called the police. haben sie die Polizei angerufen. This is in a psychiatric hospital. In einem psychiatrischen Krankenhaus. And we later found out that the night staff are all old ladies. Wir haben später herausgefunden, dass das Nachtpersonal alles ältere Damen waren. I say that, I'm an old lady, but I am not a psychiatric nurse. They were not trained or they had bad arm, you know, so they have to call in the police to do their work. Ich sage das nicht respektierlich, ich bin selbst eine alte Frau, aber in dem Zusammenhang waren sie als alte Frauen halt eben nicht in der Lage, ihre Arbeit umfänglich zu tun und mussten dann, haben dann halt eben für solche Gewaltszenarien dann auch die Polizei gerufen. So he was sectioned because once he decided he wanted to leave, they then sectioned him so he couldn't leave. Und sie haben, als er gesagt hat, er möchte gehen, haben sie ihn eingesperrt, sodass er sozusagen nicht gehen konnte. The police, 11 of them, then decided that they would restrain him and take him downstairs to the seclusion room. Die Polizei hat dann zu 11 entschieden, ihn zu fixieren und in einen speziellen Absonderungsraum im Keller zu bringen. He was cooperative Er war zunächst kooperativ. until he came to the door of the seclusion room and he stopped. Solange bis er die Tür von dem Separationsraum, bei diesem
vielleicht sagen, Kugelzelle im übertragenen Sinne, gesehen hat, da wollte er dann da nicht rein. So the police pushed him in and he fell on his stomach. Die Polizei hat ihn halt dann gestoßen und daraufhin ist er hingefallen auf seinen Bauch. The police then tried to leave the room, but he got up and followed them. So they beat him at the door with batons so he would go back in. Polizei wollte dann den Raum verlassen, er ist aber hinterher gekommen, daraufhin haben sie ihn dann mit Schlagstöcken geschlagen, um ihn sozusagen immer wieder in den Raum zurückzuprügeln. So then they decided to restrain him, and I'm going to show you, I'm standing up so everybody can see. Dann haben sie entschieden, ihn zu fesseln. They restrained him like this, so with 2 sets of handcuffs. So if he struggled, he couldn't breathe. And you see there were 2 sets of handcuffs at the back. And they put 2 sets of leg braces on. Now don't forget he's on his stomach and you're restraining him. And what we found out at the inquest was that, sorry. Sie haben ihn also mit 2 Handschellen-Sets, so wie es gerade gezeigt hat, so gefesselt, sodass sozusagen seine Atembewegung dadurch schon eingeschränkt war. Und dann haben sie ihm noch Fußfesseln angelegt, dazu haben sie sich auf ihn draufgesetzt. Und das ist sozusagen immer wieder das Problem, was man bei solchen Fixierungen dann vorfindet, dass die Leute in ihrer Atmung so eingeschränkt werden, dass sie teilweise dann überhaupt gar nicht mehr atmen können, wenn sich da halt mal jemand draufsetzt. What we found out at the inquest, that the police were in 2 groups. So 5 policemen, women, police officers, because there were 3 women there. Wir haben herausgefunden, dass die Polizei in 2 Gruppen gearbeitet hat. Bei den 11 Polizeibeamten waren 3 Frauen dabei. They did it in 2 groups of prolonged restraint of up to 45 minutes. And they, sorry. In 2 Gruppen haben sie sich sozusagen immer wieder abgewechselt und haben insgesamt 45 Minuten lang diese Fixierung aufrechterhalten. And the coroner, the coroner is the judge of an inquest. An inquest, now, it's confusing because we have a charity called inquest, but the process, the legal process, is also called an inquest. It's it's not a criminal court. The idea is, sorry. The idea is to find out what happened to your loved one. So it's not a blame situation. Okay. Das wurde herausgefunden während eines Vorgangs, der sich Inquest nennt. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, was da oben steht, also diese Charity, die sich kümmert, sondern das ist ein Vorgang, wo sozusagen der Coroner, das ist bei uns der Rechtsmediziner, also das bei Tode und Prof der Püschel wäre, und dann versucht zu erklären, was abgelaufen ist. Da geht es nicht um strafrechtliche Aspekte im Sinne von wer hat Schuld, sondern um eine Klärung der Ereignisse, dem Ablauf der Ereignisse. So these 2 sets of police in the inquest told us that they were hot. They had to have a drink of water. Die beiden verschiedenen Gruppen, die die Polizei gebildet hatte, die haben ausgesagt, dass es sozusagen sehr warm war und dass sie unter der Anstrengung immer wieder Wasser trinken mussten, selbst. And the coroner, the judge, said,
you're hot. What about the person you are restraining? Der Corona, also der Richter, der leitende Beamte dort, hat gefragt, okay, wenn Sie sagen, Ihnen war heiß und Sie mussten trinken, was ist mit der Person, die Sie da gerade fixiert haben? Eventually, after 45 minutes of restraint, he went limp. Nach 45 Minuten dieser Zwangsfixierung wurde er plötzlich regungslos. And the police said they thought he was faking it. He was pretending. Und die Polizei hat gesagt, sie haben vermutet, er würde das nur als einen Trick machen, nur so Schauspielern, damit er quasi freikommt. So they left the room. Wir haben daraufhin dann den Moment genutzt und haben den Raum verlassen. And we were told that if they had done CPR, then he would have lived. But they left the room and came back. The door shut, couldn't find the key. Finally, they opened the door and did CPR, but it was too late. Man kann davon ausgehen, dass wenn sie in dem Moment, als er bewegungslos wurde, unmittelbar gleich reanimiert hätten, hätte Olesani eine Chance gehabt zu überleben. Sie sind aber rausgegangen, haben die Tür geschlossen. Dann, als sie festgestellt haben, er braucht Hilfe, haben sie den Schlüssel nicht gefunden. Dann hat sich noch eine Weile hingezogen und dann war die Reanimation zu spät. This was happening with the nurses and a doctor watching and not doing anything, not interfering. Und das alles ist passiert unter Aufsicht bzw. Beobachtung durch die Schwestern und Ärzte der Klinik, ohne dass sie irgendwas dazu gesagt hätten oder interveniert hätten. Eventually, after 4 days, we turned off the life support machine. Ja, wir haben dann bei William, Sohn und Bob da 4 Tage lang noch intensiv beatmet und dies und jenes, aber er war halt eben dann tot. Und nach 4 Tagen haben wir das dann abgeschaltet. Yes. It took us 7 years to get our inquest. 7 years from when he died to getting our inquest. Diese Anhörung, zur Erklärung, was überhaupt abgelaufen ist, dafür hat die Familie 7 Jahre lang kämpfen müssen. And that's because we have a commission, we have, I don't know, what are they called? The IPCC, the Independent Police Complaints Commission. In England gibt es die IPCC, die unabhängige Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt. Man kann gleich dazu sagen, die wird von Ex-Polizeibeamten bzw. dafür freigestellten Polizeibeamten betrieben und ist eine Institution, die im Wesentlichen Erklärungen dafür sucht, warum Polizeibeamte nicht zur Verantwortung gezogen werden können. And the IPCC is retired police officers investigating current police officers. I said already. They understood it. So the 2 reports they did were rubbish. So die beiden Berichte, die sie abgeliefert haben, waren vollständig nutzlos. Eventually we had our inquest and the jury in the inquest, you know what a jury is? Yes, a jury of, yes, found that my son had been killed, and what their words were that it was excessive, disproportionate and unreasonable restraint and force. Die Kommission, die sich
mit diesem Inquest beschäftigt war, hat er am Ende festgestellt, dass die Gewaltanwendung, die zum Tode geführt hat, übertrieben, unnötig und excessive, disproportionate, and unreasonable. Yeah. And that's just the timeline of how long, what happened. And so after that, our MP, our Member of Parliament, Nachdem das bekannt geworden ist, haben der MP, also der, muss man sagen, Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis, brought a bill in Parliament, in British Parliament. Hat einen Eintrag eingebracht in das britische Parlament. And it passed, and it's now a law. It passed in record time. Dieser Antrag hat in Rekordzeit, hat es geschafft, in Rekordzeit durch die Bearbeitung zu gehen und angenommen zu werden. Und das Gesetz... We'll come back to that. Ja, das Gesetz beschäftigt sich mit Polizei, die sozusagen in psychiatrische Kliniken gerufen werden und regelt dort die Abläufe, insbesondere die Dokumentation, sodass hinterher also dass besondere Dokumentationspflichten bestehen. Und dieses Gesetz wird nach ihrem Sohn allgemein umgangssprachlich als Senis Law bezeichnet. Jetzt in